Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo von den drei Hasen. Heute stelle ich euch unser neues Spiel Dice Cup vor. Es ist ein Würfelspiel für 2 bis 6 und mehr Spieler ab 8 Jahren und dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Es ist ein Würfelspiel auf Zeit, bei dem alle gleichzeitig spielen. In jeder Runde müssen alle ganz genau aufpassen, denn der Würfelbecher wird nur für ca. 3 Sekunden gelüftet. Dabei wird der Spruch Augen auf, Becher drauf aufgesagt. In diesem kurzen Zeitraum geht es darum, die beste Kombination an Würfelaugen zu erkennen und auf dem eigenen Spielblock das entsprechende Feld zu markieren. Wenn jeder seine Markierung gesetzt hat, wird der Würfelbecher endgültig gelüftet und die Summe der zu wertenden Würfelaugen notiert. Habt ihr die beste Kategorie gesehen? Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Eine Besonderheit an Dice Cup ist, dass es für ein Würfelspiel einen sehr niedrigen Glücksfaktor hat. Da jeder Würfelwurf für alle gilt, hat auch jeder die gleiche Ausgangssituation zum Punkten. Also gibt es hier keine Ausreden. In Dice Cup wird mit diesen 12 Würfeln gespielt. Sie sind in 6 verschiedenen Farben und 2 verschiedenen Größen enthalten. Die gleiche Farbe hat auch immer die gleiche Größe. Mit dabei ist ein 100-seitiger Spielblock, der pro Spiel 12 Kategorien umfasst. Mit einem Blatt kann man 6 Runden spielen. Und zwar haben wir hier im ersten Teil die Kategorien alle Vierer, Fünfer und Sechser zählen. Dann haben wir den zweiten Teil. Hier zählen nur die Würfelaugen der gleichfarbigen Würfel. Die Farbe Rot haben wir mit einem Punkt markiert für Menschen mit Rot-Grün Sehschwäche. Dazu sind die roten Würfel klein und die grünen Würfel groß. Im unteren Teil gibt es die Kategorie Pasch. Hier werden ausnahmsweise nicht die Würfelaugen gezählt, sondern hier bekommt man pro Pasch 10 Punkte. Natürlich muss der jeweilige Pasch in der gleichen Farbe sein. Als nächstes gibt es die Kategorie alle Einser, Zweier und Dreier zählen. Und zum Schluss haben wir natürlich noch die Kategorie Dice Cup. Hier werden alle Würfelaugen addiert. Am Ende einer Runde werden natürlich alle Punkte zusammengezählt. Dafür zählt man immer die verschiedenen Teile zusammen, notiert sie ganz unten in den dafür vorgesehenen Feldern und kann sie dann wiederum einfach addieren. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Man kann natürlich auch nach mehreren Spielen eine Gesamtpunktzahl der Runden zusammenzählen, um den Gesamtsieger zu erfahren. Zuerst bekommt jeder ein Blatt des Spielblocks, dann wird einer ausgewählt, der mit den Würfeln beginnt. Das heißt, der nimmt alle Würfel, gibt sie in den Becher, schüttelt ihn gut und stützt den Becher auf den Tisch. Wenn alle bereit sind, aufpassen, auch du als Zuschauer, wird der Würfelbecher vom Würfler so lange gelüftet, wie er den Spruch Augen auf, Becher drauf aufsagt. Augen auf, Becher drauf. Ich glaube, ich nehme die Kategorie alle Fünfer zählen. Die war, glaube ich, echt nicht schlecht. Wenn jeder angekreuzt hat, wird der Würfelbecher wieder gelüftet. Und jeder kann in Ruhe die Kategorie werten, die er angekreuzt hat. In meinem Fall wären das jetzt 1, 2, 3, 4 Fünfer. Kriege ich 20 Punkte, ist gar nicht so schlecht. Es wären auch 2 Pasche dabei gewesen, aber die habe ich leider nicht gesehen, es wären auch 20 Punkte. Und genau so geht Dice Cup. Die Runden laufen immer gleich ab, nur dass immer der linke Nachbar vom Würfler als nächster würfelt. Jede Kategorie kann pro Spiel nur einmal angekreuzt werden. Das heißt, es werden im Laufe des Spiels immer weniger freie Kategorien verfügbar sein, bis zum Schluss natürlich nur noch eine übrig ist. In der letzten Runde braucht man die 3-Sekunden-Regel nicht mehr zu beachten, da für jeden ja eh nur noch ein freies Feld existiert. In der Mitte eines Spiels muss man am aufmerksamsten sein, damit man im Kopf hat, welche Kategorien noch frei sind. Am Anfang ist es einfacher, da viel frei ist, und am Ende wird es auch wieder leichter, da nur noch wenig übrig ist. Kann man sich dann leichter merken, welche Kategorien man noch benötigt. Da man beim Aufsagen des Spruchs seinen Fokus nicht zu 100% auf die Würfel legen kann, hat man einen kleinen Nachteil. Aber dadurch, dass jeder mit den Würfeln dran ist, ist es wieder ausgeglichen. Wenn jemand kürzer oder länger als 3 Sekunden den Würfelbecher lüftet,
haben ja alle die gleiche Zeit zu gucken. Also es wird keiner benachteiligt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden. Bei Fragen könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Wir antworten so schnell wie möglich. Viel Spaß beim Spielen. Bis bald. Ciao.